Herzlich willkommen zum Montagevideo der AC-Elva 2. Das Gerät besteht aus zwei Teilen, die unabhängig voneinander installiert werden können. So ist das Heizelement zum erleichterten Einbau in den Wärmespeicher zunächst noch von der Elektronikeinheit getrennt. Stellen Sie zunächst sicher, dass die vormontierte O-Ring-Dichtung sauber in der Nut des Kunststoffteils liegt. Beim Einschrauben muss der Heizstab ohne Kraftaufwand eingedreht werden, bis die Dichtung leicht anliegt. Danach mit einem Maulschlüssel festziehen. Bei der Verwendung einer Rohrzange ist zum Schutz des Sechskants ein Tuch beizulegen. Das Anzugsdrehmoment darf 50 Newtonmeter nicht überschreiten. Das entspricht circa dem Gewicht von 5 Kilogramm bei einer Hebellänge von einem Meter oder dem Gewicht von 10 Kilogramm bei einer Hebellänge von einem halben Meter. Nach dem Befüllen des Speichers und der Dichtheitsprüfung folgt das Aufsetzen der Elektronikeinheit. Zuerst ist die Verdrehschutzschraube anzuschrauben. Es stehen dazu zwei Einschraubstellen zur Auswahl. Es ist die Stelle zu wählen, die hinterher eine senkrechte Ausrichtung des Verbindungsrahmens erlaubt. Nun den schwarzen Verbindungsrahmen einhängen. Dazu den Rahmen senkrecht halten und von oben nach unten auf den Montagering des Heizstabs stecken, bis dieser einrastet. Hier nochmal im Detail. Jetzt werden die elektrischen Verbindungen zwischen Heizstab und Elektronikeinheit hergestellt. Zuerst den dreipoligen Stecker des Temperatursensors anschließen. Danach den sechspoligen Heizstabanschluss einstecken, bis dieser einrastet. Die Drähte werden geordnet und die Elektronikeinheit wird von unten nach oben in den Verbindungsrahmen eingehängt. Die Elektronikeinheit mit der Befestigungsschraube an den Verbindungsrahmen schrauben. Für einen erleichterten Zugang darf die Elektronikeinheit bis zum Anschlag an der Verdrehschutzschraube zur Seite gedreht werden. Dabei aber mit Gefühl vorgehen und keine Gewalt anwenden. Kommen wir nun zum Anschluss der AC-Elva 2 am Hausnetz. Das Gerät ist an eine Nennspannung von 230 Volt anzuschließen. Die Leiterquerschnitte am Netzanschluss müssen mindestens 2,5 Quadratmillimeter betragen. Die Absicherung des Netzanschlusses für die AC-Elva 2 darf höchstens 16 Ampere betragen. Es dürfen keine weiteren Verbraucher am Stromkreis angeschlossen sein, andernfalls ist die maximale Leistung der AC-Elva 2 zu drosseln. Die schwarze Kunststoffmutter der Zugentlastung auf das bauseitige Netzkabel schieben. Dabei die Richtung beachten. Die Drähte abisolieren und entsprechend der Beschriftung am dreipoligen Stecker mit den Schraubklemmen montieren. Bei feinadrigen Drähten empfehlen wir die Verwendung von Aderendhülsen. Die Zugentlastung über den Stecker stülpen und mit der schwarzen Kunststoffmutter fixieren. Das Ganze noch auf festen Sitz prüfen. Anschließend das Kabel mit der Zugentlastung unter Verwendung der Befestigungsschraube am Anschluss der Spannungsversorgung der Elektronikeinheit montieren. Je nach Art der Kommunikation mit der Signalquelle sind die Anbindungsmöglichkeiten in den jeweiligen Verdrahtungsplänen ersichtlich. Hier zeigen wir die Verbindung mit einem Netzwerkrouter per LAN-Kabel. Zusätzlich wurde die AC-Elva 2 mit WLAN ausgestattet. Alternativ kann sie so auch drahtlos mit ihrer Signalquelle kommunizieren.
Wird der externe Temperatursensor verwendet, so sehen Sie hier, wie dieser am 8-poligen Stecker angeklemmt wird. Dabei ist die Polarität egal, achten Sie aber unbedingt auf die korrekte Belegung der Klemmstellen. Je nach Betriebsart ist die weitere Verkabelung aus den jeweiligen Verdrahtungsplänen zu entnehmen. Hier ein Anwendungsbeispiel mit LAN-Kommunikation und mit Verwendung des externen Temperatursensors. Am Ende werden die Kabel geordnet und das Gerät senkrecht ausgerichtet. Und hier die fertige AC11A 2. Fragen dazu jederzeit gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Empowering the solar future.